Lektion 1: Der Kampf um religiöse Toleranz. Hallo Anna, wussten Sie, dass die religiösen Spannungen zwischen Iren und Engländern im 15. Jahrhundert noch viel schlimmer wurden? Wirklich. Die Einzelheiten waren mir nicht bekannt, aber ich weiß, dass es in der Vergangenheit viele Konflikte und Intoleranz zwischen den beiden Gruppen gab. Genau. Als die Engländer protestantisch wurden, begannen sie, die überwiegend katholische irische Bevölkerung zu verfolgen. Oh, ich verstehe. So wurde die religiöse Kluft zu einer Hauptquelle für Spannungen und Unterdrückung zwischen den beiden Gruppen. Absolut. Die englischen Herrscher versuchten, die Iren gewaltsam zu bekehren und ihren katholischen Glauben zu unterdrücken. Das hört sich nach einer schrecklichen Situation an, Menschen dazu zu zwingen, ihre lange gehegten religiösen Überzeugungen aufzugeben. Es war ein sehr dunkles Kapitel. Den Iren wurde im Wesentlichen das Recht verweigert, ihre Religion frei auszuüben. Wie schrecklich! Religiöse Intoleranz kann zu solch tiefgreifenden Menschenrechtsverletzungen und Leid führen. Sie haben recht. Es ist ein trauriges Beispiel dafür, wie Dogmatismus und Engstirnigkeit Gemeinschaften auseinanderreißen können. Definitiv. Die Achtung der religiösen Vielfalt und der Glaubensfreiheit ist für eine gerechte, harmonische Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Absolut. Leider hat diese Art religiöser Verfolgung und Konflikte im Laufe der Geschichte viele Regionen heimgesucht. Das ist wirklich tragisch. Zwangskonvertierungen, Diskriminierung und Gewalt im Namen der Religion. Es ist einfach herzerreißend. Ich stimme zu. Aber es ist eine starke Erinnerung daran, warum wir uns stets für religiöse Toleranz und Pluralismus einsetzen müssen. Definitiv. Niemand sollte jemals aus Angst vor Unterdrückung oder Gewalt seinen Glauben verbergen oder verleugnen müssen. Genau. Jeder hat das Recht, seinen Glauben frei und offen und ohne Verfolgung auszuüben. Absolut. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir weiterhin die interreligiöse Verständigung fördern und die Religionsfreiheit schützen. Stimme voll und ganz zu. Nur wenn wir die Vielfalt des Glaubens annehmen, können wir hoffen, eine gerechtere und friedlichere Welt zu schaffen. Gut gesagt. Okay, lasst uns unseren Teil dazu beitragen, diese Botschaft der religiösen Toleranz und des Respekts zu verbreiten. Vereinbart. Es ist ein wichtiger Kampf, aber einer, der sich lohnt. Weiter. Lektion 2: Big Talk. Hi Anna, ich wollte dich heute Abend wegen der Party befragen. Du scheinst etwas nervös zu sein. Ja, ich schätze, ich bin einfach ein bisschen besorgt wegen der ganzen Sache. Ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen. Oh, mach dir darüber keine Sorgen. Das Wichtigste ist, dass du einfach du selbst bist und eine tolle Zeit hast. Ich weiß, du hast recht. Manchmal neige ich dazu, über diese sozialen Situationen nachzudenken. Ich verstehe, aber versuchen Sie, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Entspann dich einfach und sei du selbst. Bei dir hört es sich so einfach an. Was ist, wenn ich das Falsche sage oder mich unbehaglich fühle? Anna, du machst dir zu viele Sorgen. Die Leute dort sind deine Freunde. Sie verurteilen dich nicht. Das nehme ich an, aber ich möchte trotzdem eine gute Wirkung erzielen, wissen Sie. Ich möchte, dass Sie mein Wahres sich sehen. Und das werden sie. Konzentrieren Sie sich einfach darauf, die Party zu genießen und mit Menschen in Kontakt zu treten. Das ist es, worauf es ankommt. Okay, Sie haben recht.
Ich sollte aufhören zu stressen und einfach mit dem Strom schwimmen, oder? Genau, das ist der Geist. Sei einfach du selbst und habe eine tolle Zeit. Du hast das. Du hast recht, du hast recht. Ich werde versuchen, lockerer zu sein und nicht alles zu sehr zu überdenken. Das ist mein Mädchen. Ich weiß, wenn du erst einmal da bist und anfängst, Kontakte zu knüpfen, wirst du dein charmantes Ich sein. Ich hoffe es. Okay, ich werde Ihre positive Einstellung kanalisieren und einfach mit dem Strom schwimmen. Das ist es. Gehen Sie dort hinein, besitzen Sie das Zimmer und haben Sie eine tolle Zeit. Ich glaube an Sie. Danke, Thorn. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie mir diesen aufmunternden Vortrag gegeben haben. Ich fühle mich jetzt viel besser. Jederzeit. Ich weiß, dass du es rocken wirst. Und jetzt haben Sie Spaß und sammeln Sie tolle Erinnerungen. Wir tun. Okay, ich stehe zur Wati. Und Schnickle. Ich melde mich später bei dir. Kein Glück nötig, das haben Sie. Genieße die Party, Anna. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Lektion 3. Musikalische Gespräche. Hallo Anna, hat dir dein Musikunterricht dieses Jahr gefallen? Hallo John, ich liebe meinen Musikunterricht absolut. Sie sind der beste Teil meines Tages. Das ist toll zu hören. Welche Art von Musik magst du am meisten? Ich interessiere mich wirklich für klassische Musik. Die Art und Weise, wie die verschiedenen Instrumente zusammenkommen, ist einfach faszinierend. Ah, ich verstehe. Ich selbst bin eher ein Fan von Popmusik. Es gibt einfach etwas an den eingängigen Beats und den sympathischen Texten, von dem ich nicht genug bekommen kann. Wie ich dann den Reiz von Popmusik auch verstehen. Die Energie und die lustige Atmosphäre sind wirklich ansteckend. Genau. Spielst du in deinem Musikunterricht irgendwelche Instrumente? Ja, ich habe Klavier gelernt. Es war eine Herausforderung, aber es ist auch eine Bereicherung, wenn ich ein Stück ganz durchspielen kann. Das Klavier ist ein so vielseitiges Instrument. Ich wette, du bist wirklich talentiert. Dankeschön. Ich genieße es sehr. Was ist mit dir? Nimmst du an irgendwelchen Musikaktivitäten teil? Ich bin im Schulchor. Mit einer Gruppe zu singen ist eine unglaubliche Erfahrung. Das ist wunderbar. Ich habe schon immer das Können und die Koordination bewundert, die für Choraufführungen erforderlich sind. Es war eine Menge Arbeit, aber es ist so erfüllend, wenn wir einen Song hinbekommen. Musik ist wirklich ein besonderer Teil meiner Highschulerfahrung. Ich kann dem nur zustimmen. Es ist ein so wichtiges Ventil für Kreativität und Selbstdarstellung. Absolut. Ich bin froh, dass wir beide im Rahmen unserer Ausbildung Freude an der Musik haben. Lektion 4 Sportgeschwätz. Guten Morgen, Anna. Hast du das Spiel gestern Abend gesehen? Guten Morgen, John. Leider konnte ich mir das Spiel nicht ansehen. Wie hat sich unser Team geschlagen? Ah, das ist schade. Sie haben ein unglaubliches Spiel gespielt und am Ende mit 3:2 gewonnen. Das ist erstaunlich. Bin so froh zu hören, dass Sie es geschafft haben. Was war der beste Teil des Spiels?
Der Siegtreffer in der letzten Minute war einfach nur spannend. Die Menge tobte. Ich kann mir die Aufregung nur vorstellen. Ich wünschte, ich hätte dort sein können, um es zu erleben. Sie sollten auf jeden Fall versuchen, den nächsten zu erwischen. Die Atmosphäre im Stadion ist elektrisierend. Ich werde sicherstellen, dass ich meinen Zeitplan für das nächste große Spiel klar stelle. Sportveranstaltungen sind eine tolle Art, einen Abend zu verbringen. Vereinbart. Es gibt nichts Schöneres als den Adrenalinstoß, der das Anfeuern Ihres Teams mit sich bringt. Genau. Hast du einen Lieblingsspieler im Team? Heinern, das ist eine schwierige Entscheidung. Sie haben alle so gut gespielt, aber ich muss sagen, dass der Mannschaftskapitän der wahre MVP war. Oh, ich verstehe warum. Sie müssen die Mannschaft wirklich zu Sieg geführt haben. Absolut. Ihre Führung und ihr Können auf dem Feld waren einfach phänomenal. Ich freue mich darauf, Sie das nächste Mal in Aktion zu sehen. Es wird ein tolles Spiel, das spüre ich. Das gleiche gilt hier, Anna. Ich zähle schon die Tage herunter. Lektion 5: Künstlerische Erkundungen. Jo, Anna, welche Genres erkunden Sie beim Schreiben normalerweise? Hallo, schon. Es macht mir wirklich Spaß, die Welt der Kurzgeschichten zu erkunden. Es hat einfach etwas Faszinierendes, eine vollständige Erzählung in einem prägnanten Format zu verfassen. Das ist großartig. Ich kann den Reiz sehen. Haben Sie eine Lieblingskurzgeschichte, die Sie gerne schreiben? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, dass mich Geschichten mit einem Hauch von magischem Realismus anziehen. Die Mischung aus Gewöhnlichem und Außergewöhnlichem fasziniert mich einfach. Magischer Realismus, oder? Das klingt nach einem so faszinierenden Genre. Was fasziniert Sie an dieser Mischung aus Realem und Fantastischem? Nun, ich liebe es, wie es mir ermöglicht, die Komplexität der menschlichen Erfahrung durch eine leicht verzerrte Linse zu erkunden. Es fügt dem Alltag diese Ebene des Wunders und Mysteriums hinzu. Ich kann den Reiz auf jeden Fall erkennen. Es muss Ihnen so viel kreative Freiheit geben, mit den Grenzen zwischen Realität und Vorstellungskraft zu spielen. Genau. Das Beste daran ist, die Möglichkeiten sind endlos. Ich kann meiner Fantasie mit allerlei fantasievollen Szenarien freien Lauf lassen. Das ist so cool. Ich würde gerne einige Ihrer Arbeiten lesen, wenn Sie jemals bereit sind, sie zu teilen. Ich wette, es ist wirklich fesselnd. Oh, danke, John. Gerne teile ich einige meiner Geschichten mit Ihnen. Vielleicht können wir sogar Schreibtipps austauschen und Ideen austauschen. Klingt nach einem Plan. Da ich immer auf der Suche nach Möglichkeiten bin, meinen kreativen Horizont zu erweitern, würde ich mich sehr über die Gelegenheit freuen, von Ihnen zu lernen. Dann ist es ein Deal. Es wird eine Menge Spaß machen. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, welche Art von Geschichten auch Sie erfinden. Eindrucksvoll. Ich freue mich darauf, mit dir in diese kreative Reise einzutauchen, Anna. Lektion 6: Fashion Forward. Hi Anna, kannst du mir helfen, ein neues Outfit auszusuchen? Ich habe das Gefühl, ich brauche eine Auffrischung meiner Garderobe. Auf jeden Fall, Thornton. Was für Kleidung suchen Sie? Etwas Lässiges und Bequemes oder haben Sie Lust auf einen eleganteren Look? Das ist eine tolle Frage. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, worauf ich Lust habe.
Normalerweise gehe ich ziemlich locker vor, aber ich möchte etwas Abwechslung suchen und etwas anderes ausprobieren. Okay, kein Problem. Beginnen wir mit den Grundlagen. Welche Farben oder Muster bevorzugen Sie normalerweise? HMM, ich tendiere dazu, mich an viele neutrale Töne wie Schwarz, Grau und Marineblau zu halten. Aber ich bin offen für einen Farbtupfer oder vielleicht ein paar lustige Drucke. Super, das gibt uns einen guten Ausgangspunkt. Wie wäre es, wenn wir versuchen, ein auffälliges, gemustertes Hemd mit eleganten Schunsen in dunkler Waschung zu kombinieren? Das würde Ihnen eine stilvolle und dennoch entspannte Atmosphäre verleihen. Oh, der Klang gefällt mir. Und vielleicht finden wir eine schöne, leichte Jacke, die wir für ein bisschen mehr Glanz darüber ziehen können. Definitiv. Eine Jeans- oder Lederjacke würde toll aussehen. Und vergessen Sie nicht, sich ein paar coole Accessoires auszusuchen, wie eine Statue- und Halskette oder eine trendige Sonnenbrille. Accessoires, oder? Du bringst das wirklich auf die nächste Ebene. Ich fange an, mich auf diese Modellneuerung zu freuen. Das ist der Geist. Mode kann so viel Spaß machen, wenn man experimentierfreudig ist. Gehen wir in den Laden und sehen, was wir finden können, damit sie gut aussehen und sich gut fühlen. Klingt nach einem Plan, Anna. Ich bin bereit einzutauchen und meine Garderobe zu erneuern. Das wird ein Abenteuer. Lektion 7: Rohrtriebgrundlagen. Hi Anna, bist du bereit für unseren Rohrtrieb dieses Wochenende? Auf jeden Fall, Dawn. Ich habe mich tagelang vorbereitet. Haben Sie daran gedacht, ein zuverlässiges Öl und ein Taschenlachs für die Reise einzupacken? Guter GPS-Aufruf, ich möchte auf keinen Fall, dass wir uns da draußen verlaufen. Und ja, ich habe eine ganze Kühlbox voller leckerer Rohrtriebsnacks. Exzellent. Das sind zwei der wichtigsten Dinge für einen erfolgreichen Rohrtrieb. Welche anderen wichtigen Dinge hast du eingepackt? Nun, ich habe darauf geachtet, ein bequemes Reisekissen mitzubringen, falls wir uns beim Fahren abwechseln müssen und etwas Schlaf brauchen. Und ich habe ein paar meiner Lieblingsplaylists hinzugefügt, um uns zu unterhalten. Kluges Denken. Eine gute Playlist kann auf einer langen Fahrt den entscheidenden Unterschied machen. Welche Art von Musik hast du in der Warteschlange? Ein bisschen von allem, ein bisschen fröhlicher Pop, ein paar klassische Rockhymnen und sogar ein paar sanfte Melodien, wenn wir mal entspannen müssen. Klingt nach dem perfekten Rohrtrieb-Soundtrack. Haben Sie daran gedacht, hier irgendwelche Vorräte einzupacken, für den Fall, dass wir unterwegs Probleme mit dem Auto haben? Oh, guter Punkt. Ich habe eine einfache Notfallausrüstung mit einem Ersatzreifen, Überbrückungskabeln und eine Taschenlampe. Hoffentlich brauchen wir nichts davon, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Definitiv. Und vergessen Sie nicht, etwas zusätzliches Bargeld oder eine Ersatzkreditkarte mitzubringen, für den Fall, dass wir unerwartete Mautgebühren zahlen oder einen ungeplanten Boxenstopp einlegen müssen. Alles klar. Ich habe das Gefühl, dass wir an fast alles gedacht haben. Das wird der beste Rohrtrieb aller Zeiten. Lektion 8: Geschmackvolle Fusion. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du in der Küche mit verschiedenen Gewürzkombinationen experimentiert hast. Erzähl mir mehr darüber. Auf jeden Fall, John. Es hat mir so viel Spaß gemacht, die Welt der Gewürze zu erkunden und zu versuchen, einzigartige Geschmacksprofile zu kreieren. Das ist großartig. Welche sind einige der interessanteren Gewürzkombinationen, die Sie sich ausgedacht haben?
Einer meiner aktuellen Favoriten ist eine Mischung aus Kreuzkümmel, Koriander und einem Hauch geräucherten Paprika. Es verleiht Gerichten diesen wirklich warmen, erdigen Geschmack. Oh, das hört sich köstlich an. Ich liebe die Idee, mit verschiedenen Gewürzen zu spielen, um unterschiedliche Geschmäcker zu erzielen. Genau. Und das Beste daran ist, man kann so kreativ werden. Ich habe auch mit Kurkuma, Ingwer und einem Hauch kalten Pfeffer herumgespielt, um es etwas aufzupeppen. Lecker, diese Kombination klingt perfekt, um einer Mahlzeit etwas Schwung zu verleihen. Haben Sie ein Lieblingsgericht, bei dem Sie mit diesen Gewürzmischungen experimentiert haben? Ich würde sagen, geröstetes Gemüse ist mein Lieblingsgericht. Die Gewürze ergänzen die natürliche Süße der Produkte hervorragend. Ich kann mir vorstellen, wie lecker das sein würde. Vielleicht könntest du irgendwann eines deiner mit Gewürzen angereicherten Gemüserezepte mit mir teilen. Absolut gerne. Tatsächlich habe ich vor, dieses Wochenende ein geröstetes Blumenkohlgericht mit dieser Kreuzkümmel-Koriander-Paprika-Mischung zuzubereiten. Du solltest mitmachen. Das würde mir gefallen, Anna. Gemeinsam kochen und kulinarische Tipps austauschen klingt nach so viel Spaß. Definitiv. Ich bin immer gespannt darauf, neue Techniken und Geschmackskombinationen zu erlernen. Das wird ein köstliches Abenteuer. Ich kann es kaum erwarten. Danke, dass du mich eingeladen hast, Teil deiner gewürzreichen Küchenerkundungen zu sein, Anna. Lektion 9: lustige Autokapriolen. Hi, Anna. Wie geht's? Haben Sie lustige Geschichten über Autounfälle, die Sie erzählen können? Komisch, dass du fragst, John. Da fällt mir tatsächlich etwas ganz Komisches ein. Oh, erzähl es doch. Ich könnte im Moment ein gutes Lachen gebrauchen. Okay, das passierte letztes Jahr, als ich von der Arbeit nach Hause fuhr. Ich war auf der Autobahn und kümmerte mich um meine eigenen Angelegenheiten, als mein Auto plötzlich nicht mehr fuhr. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Was geschah als nächstes? Nun, ich fuhr völlig verwirrt an den Straßenrand. Ich öffnete die Motorhaube und versuchte herauszufinden, was los war, und da bemerkte ich es. Was ist dir aufgefallen? Lass mich hier nicht hängen. Auf meinem Motor saß ein Eichhörnchen und kaute man ein paar Kabeln herum. Anscheinend hat es beschlossen, in meinem Auto ein kleines Nest zu bauen. Auf keinen Fall. Ein Eichhörnchen? Das ist zu lustig. Was hast du gemacht? Ich fing natürlich an auszubrechen. Ich konnte es nicht glauben. Aber dann wurde mir klar, dass ich es da rausholen musste, bevor es noch mehr Schaden anrichtete. Ich kann mir die Herausforderung nur vorstellen. Hast du es geschafft, es zu verscheuchen? Es bedurfte einiger Überredungskunst, aber schließlich gelang es mir, den kleinen Kerl dazu zu bringen, davon zu hüpfen. Dann musste ich einen Abschleppwagen rufen, um mein Auto zum Mechaniker zu bringen. Wow, was für eine Tortur. Aber zumindest hast du eine gute Geschichte daraus gemacht, oder? Absolut. Auch der Mechaniker war begeistert, als ich ihm erzählte, was passiert war. Ich werde diesen verrückten Eichhörnchenvorfall nie vergessen. Das ist so komisch. Ich bin froh, dass Sie trotz des Autoschadens den Humor darin erkennen konnten. Ich auch. Man weiß nie, welche Überraschungen einen unterwegs erleben werden. Das ist sicher.
Vielen Dank, dass du diese unterhaltsame Geschichte erzählt hast, Anna. Ich fühle mich viel besser im Hinblick auf mögliche zukünftige Probleme mit dem Auto. Lektion 10 Kofferschätze. Hi Anna, hast du von der verrückten Geschichte mit der Person gehört, die in ihrem Kofferraum eingesperrt wurde? Nein, das habe ich noch nicht gehört. Was ist passiert? Anscheinend hatte das Auto der Person eine Panne und sie versuchten, es selbst zu reparieren. Aber irgendwie blieben sie im Kofferraum stecken. Oh nein, das muss furchterregend gewesen sein. Wie sind Sie rausgekommen? Nun, die Großmutter der Person kam zur Rettung. Sie schnappte sich ein Messer und öffnete den Kofferraumriegel. Uff, das ist eine schnelle Denkweise der Großmutter. Was haben Sie im Kofferraum gefunden? Das ist der wirklich wilde Teil. Der Kofferraum war voll mit allerlei zufälligen Gegenständen. Altes Spielzeug, Bücher, sogar ein paar Ersatzreifen. Ah, es hört sich so an, als wäre diese Person eine ziemliche Rudelratte gewesen. All das Zeug im Kofferraum zu haben, hat die Situation wahrscheinlich nicht verbessert. Genau. Es ist gut, dass die Großmutter sie herausholen konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, in einem engen, von Unordnung umgebenen Kofferraum gefangen zu sein. Ich auch nicht, das muss so klaustrophobisch gewesen sein. Allerdings muss ich zugeben, dass ich ein wenig neugierig bin, welche anderen Schätze sich in diesem Koffer verstecken. Ebenfalls. Ich frage mich, was für seltsame Dinge die Leute in ihren Fahrzeugen aufbewahren. Man weiß nie, was man finden könnte. Das stimmt. Vielleicht ist es wie eine geheime Zeitkapsel oder so etwas. Ein kleiner Einblick in das Leben des Besitzers. Ha, ja, genau. Wer weiß, vielleicht sind dort ein paar sehr wertvolle Antiquitäten oder Sammlerstücke vergraben. Wenn das der Fall ist, hoffe ich, dass Sie alles in Ordnung bringen. Stellen Sie sich vor, unter all dem Müll wären einige unschätzbare Gegenstände. Kein Scherz. Auf jeden Fall ist es etwas für Bücher. Die große Schatzsuche im Koffer. So, es ist eine wilde Geschichte, aber ich bin froh, dass die Person dank ihrer schnell denkenden Oma heil davon gekommen ist. Ich auch. Es zeigt nur, dass Sie nie wissen, auf welche Art von Abenteuer Ihr Auto Sie mitnehmen könnte. Lektion 11: Die Kunst des Geschichtenerzählens. Hallo Anna, hast du schon von den Schlüsselelementen zum Schreiben einer guten Geschichte gehört? Nein, das habe ich nicht. Was sind sie? Sie sagen, dass Sie die Frage wer, was, wann, wo, warum und wie beantworten sollten, wenn Sie eine fesselnde Geschichte schreiben möchten. Ah, ich verstehe. Das macht sehr viel Sinn. Können Sie das für mich etwas genauer aufschlüsseln? Absolut. Beim Wer geht es darum, die Hauptfiguren vorzustellen und ihnen unterschiedliche Persönlichkeiten zu verleihen. Okay, das ist die Grundlage. Was ist mit dem Wasser? Beim Was geht es um die zentrale Handlung oder den zentralen Konflikt, der die Geschichte vorantreibt. Es ist das Hauptereignis oder die Hauptherausforderung, der sich die Charaktere stellen müssen. Ich verstehe. Das Pferd reitet, also die Bühne und das, was sorgt für das zentrale Drama. Was kommt als nächstes? Das Wann und Wo legen den Schauplatz fest, den Zeitraum und den konkreten Ort, an dem die Geschichte spielt. Das hilft dem Leser, sich die Szene vorzustellen. Und das Warum und Wie. Das Warum befasst sich mit den Motivationen und Emotionen hinter den Handlungen der Charaktere.
Das Wie erkundet die Details, wie sich die Geschichte entwickelt. Jetzt verstehe ich es. Diese Elemente konkretisieren eine Erzählung und sorgen dafür, dass sie sich vollständig anfühlt. Genau. Es ist das, was eine gute Geschichte von einer mittelmäßigen unterscheidet, wenn sie alle diese Kernpunkte trifft. Es scheint eine Menge zu sein, die man im Auge behalten muss, aber ich kann mir vorstellen, dass daraus eine reichhaltige, fesselnde Geschichte entstehen würde. Definitiv. Die besten Autoren verknüpfen diese Elemente nahtlos miteinander. Es ist auf jeden Fall eine Kunstform. Und Sie haben mich definitiv dazu inspiriert, an meinen Fähigkeiten zum Geschichtenerzählen zu arbeiten. Ich freue mich darauf, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen. Das ist großartig, Anna. Ich würde gerne einige Ihrer Geschichten lesen und Ihre Meinung zum gesamten Wer, Was, Wann, Wo, Warum und Wie Ansatz erfahren. Klingt nach einem Plan. Ich bin bereit, in die wunderbare Welt des kreativen Schreibens einzutauchen. Es wird lustig. Ich freue mich darauf. Gutes Geschichtenerzählen ist wirklich ein erstaunlicher Anblick. Lektion 12: Der Rhythmus des Ruderns. Morgen, Anna. Ich wollte schon immer mit Ihnen über dieses neue Hobby sprechen, das ich begonnen habe, Rudern. Ruder, das ist so interessant. Ich wusste nicht, dass du dich für diesen Sport interessierst. Ja, es war großartig. Rudern ist eine der ältesten organisierten Sportarten der westlichen Welt. Wussten Sie das? Nein, ich wusste nicht, dass es eine so lange Geschichte hat. Was hat sie dazu bewogen, es auszuprobieren? Nun, ich war schon immer fasziniert von der Anmut und Kraft des Ruderns. Es hat einfach etwas so Faszinierendes. Ich kann es mir vorstellen. Die erforderliche Koordination und die Armarbeit muss wirklich beeindruckend sein. Definitiv. Es ist eine einzigartige Mischung aus individueller Anstrengung und kollektivem Rhythmus. Es ist auch ein ziemliches Training. Ich wette. Beim Rudern scheint der gesamte Körper auf wirklich dynamische Weise beansprucht zu werden. Ist es eine Herausforderung, die Technik zu beherrschen? Es erfordert auf jeden Fall etwas Übung. Der Schlüssel liegt darin, die Ruderblätter mit dem Rest der Besatzung synchron zu halten. Ich kann mir vorstellen, dass das viel Konzentration und Disziplin erfordern würde. Es muss sich unglaublich lohnend anfühlen, wenn Ihnen der perfekte Schlag gelingt. Absolut. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, perfekt mit seinen Bootskameraden synchronisiert zu sein und mühelos über das Wasser zu gleiten. Das klingt ja erstaunlich. Ich würde dich gerne einmal in Aktion sehen, John. Es muss ein unvergesslicher Anblick sein. Du solltest unbedingt bei einem meiner Rennen vorbeischauen. Die Energie und Kameradschaft ist wirklich elektrisierend. Das würde mir gefallen. Einen Ruderwettkampf Liebe zu verfolgen, muss ein aufregendes Erlebnis sein. Das ist es wirklich. Das Gebrüll der Menge, das Plätschern der Ruder, die pure Athletik. Es ist ein unglaublicher Nervenkitzel. Ich kann es mir nur vorstellen. Rudern scheint ein so eleganter und kraftvoller Sport zu sein. Ich bin jetzt wirklich fasziniert. Nun, ich würde mich sehr freuen, Sie irgendwann zu einer kleinen Ruderstunde aufs Wasser mitzunehmen. Was sagen Sie? Ja, bitte. Es klingt nach einer großartigen Gelegenheit. Ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Super, dann ist es ein Plan. Ich kann es kaum erwarten, Ihnen die Freude am Ruder näher zu bringen. Es wird ein Riesenspaß werden.
Ich freue mich wirklich darauf, John. Das wird ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis. Absolut. Okay, ich mache mich auf den Weg zu meiner nächsten Praxis. Aber wir werden auf jeden Fall einen Zeitpunkt finden, an dem wir sie aufs Wasser bringen können. Hört sich gut an. Ich wünsche Ihnen eine tolle Sitzung und melde mich wegen der Planung unseres Ruderabenteuers bei Ihnen. Du hast es verstanden. Bis später, Anna. Das wird episch. Lektion 13, kulturelle Konversation. Anna, ich muss fragen, begegnest du in deinem Alltag jemals irgendwelchen Kulten? Güte, meine Güte, nein. Tatsächlich kann ich ein ganzes Jahr aushalten, ohne auch mal einen Blick auf eine Sekte zu erhaschen. Wirklich? Dann müssen Sie ein Experte auf diesem Gebiet sein. Ich bin immer fasziniert von der seltsamen und mysteriösen Welt der Kulte. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst als Experten bezeichnen würde. Ich versuche einfach, dieser ganzen Szene aus dem Weg zu gehen. Verstehst du? Es ist nicht wirklich mein Ding. Ich kann das Zögern verstehen. Sekten können ein ziemlich intensives und beunruhigendes Thema sein. Aber ich finde die Psychologie dahinter unendlich faszinierend. Ich denke, ich kann den Reiz aus akademischer Sicht erkennen. Aber in Wirklichkeit umgebe ich mich viel lieber mit mehr nun ja normalen Menschen. Fair genug. Die meisten von uns neigen dazu, sektiererische Typen zu meiden. Obwohl ich zugeben muss, frage ich mich manchmal, wie es wäre, Teil davon zu sein. Wirklich, Torno, du möchtest einer Sekte beitreten, na, ist das nicht etwas riskant und, ich weiß nicht, grenzwertig illegal? Oh nein, nein, überhaupt nicht. Ich meine nur, dass das Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl von außen betrachtet verlockend wirken kann. Aber ich habe keine Lust, mich wirklich darauf einzulassen. Puh, es ist eine Erleichterung. Ich wollte gerade sagen, wenn du anfängst, dich wie ein Sektenmitglied zu benehmen, muss ich eine Intervention oder so etwas inszenieren. Haha, mach dir keine Sorgen, Anna. Ich bin vollkommen glücklich, eine normale Person zu sein, die nicht einer Sekte angehört. Allerdings frage ich mich jetzt, welche Arten von Sekten es da draußen gibt. Don, ich denke, es ist das Beste, wenn wir uns von diesem Thema ganz fernhalten. Lasst uns über etwas Erhebenderes reden, ja. Du hast wahrscheinlich recht. Kulte sind ein ziemlich schweres Thema. Wie wäre es, wenn wir stattdessen über unsere Lieblingsbücher oder Filme sprechen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Empfehlungen. Lektion 14. Trainingsroutinen. Morgen, Anna, hast du schon unsere 30 Tage Fitness-Challenge geplant? Guten Morgen, John. Ja, ich habe viel darüber nachgedacht. Ich habe eine Idee für eine tolle Routine. Großartig, lass es uns hören. Ich freue mich darauf, loszulegen. Okay, ich dachte, wir könnten morgens etwa 30 Minuten Jogger machen und abends dann 40 Minuten joggen. Das klingt perfekt. Yoga, um uns zu zentrieren und mit Energie zu versorgen, dann Cardio, um unsere Herzfrequenz richtig in die Höhe zu treiben. Genau. Und wir können die Arten von Yoga und Joggingrouten wechseln, um es interessant zu erhalten. Definitiv. Abwechslung hilft uns, während der gesamten Herausforderung engagiert und motiviert zu bleiben. So. Was denkst du darüber, dieses Wochenende mit unserem ersten Training zu beginnen?
Ich bin dabei. Je früher wir beginnen, desto eher werden wir Ergebnisse sehen.